Windows Me. Das Betriebssystem, welches sich getarnt hatte als bunt, verspielt und zukunftsfähig, war ein massiver Flop. Basierend auf Windows 95 und 98 war es in 2000 als sehr instabil eingestuft. Konstante Abstürze des Systems, Inkompatibilität mit Hardware und einigen Fehlern in den Programmen haben Windows Me zum schlimmsten Windows gemacht. Aber war das wirklich so? Oder wurde es zu sehr aufgewärmt, das Thema? Oder war Windows Me der wahre Millennium Bug? Ich habe Windows Me auf meinen Windows 98 Rechner installiert, um der Sache auf den Grund zu gehen in einem Review zu Windows Me. Gute allerseits. Ja, vor der Sommerpause will ich noch ein Review zu Windows Me hier machen. Wobei ich hier gleich mal eine Sache klarstellen will. Viele haben sich bei mir beschwert, dass es Windows ME ausgesprochen wird, was auch voll klar geht. Dabei sagt Microsoft selber, zumindest laut einer offiziellen Webseite und dem Marketing so drum und dran, dass es wirklich Windows Me, also halt vom englischen Milch, ausgesprochen wird. Ne, damit das halt hier gleich abgeklärt ist. Und Windows Me kam am 14. September 2000 auf den Markt, was ein paar Monate später nach Windows 2000 ist. Und warum ich das so erwähne, da müsst ihr Folgendes wissen. Microsoft hatte es in der Vergangenheit vor Windows XP so gemacht, dass ein Windows-System eben speziell für Unternehmen ist und das andere eben für normale Konsumenten. Wie heutzutage mit Windows 11 Home für die Heimanwender und Windows 11 Pro für Unternehmen und Pros. Damals war das aber etwas anders gewesen. Denn früher hatten die beiden auch noch andere Kernel gehabt. Versteht das in etwa so: Auch wenn beide identisch aussehen, kann das eine System die Sprache A und das andere die Sprache B. Und beide können sich nicht verstehen. Doch Windows 2000 hatte die Möglichkeit, auch andere Programme abzuspielen. Und zwar halt nur ein bisschen eingeschränkt, da in Windows 2000 ein echter 9x-Kernel fehlt. Und das hatte Windows Me gehabt. Einen echten 9x-Kernel, der auf MS-DOS basierend ist. Denn damals waren die Anforderungen laut Microsoft mit einem NT-System noch zu hoch für die Heimanwender. Und dann, ganz überraschend, hatte Microsoft dann einen Nachfolger zu Windows 98 angekündigt, mit dem Codenamen Millennium. Naja, was heißt da hier denn überraschend? Denn Microsoft wollte eigentlich Windows 98 als das letzte System machen, was auf den 9x-Kernel basierend ist. Doch Microsoft meint, dass die Nutzer die erweiterten Funktionen von Windows 2000 nicht brauchen und Hard- und Softwareunterstützung, die war halt noch nicht so gut. Diese Aussage war am April 1999, bevor Windows 98 SE kam. Aber naja, nach einem geglückten Jahrtausendwechsel, keine abgeschützten Computer, wozu ich ja auch ein Video gemacht habe zum Y2K-Bug, kam dann erstmal Windows 2000 auf den Markt. Und im April 2000 begannen dann weitere Beta-Tests von Windows Me, die geprägt waren von Problemen, was die Entwicklung halt nochmal zurückgeworfen hatte. Naja, irgendwie hat man es dann hinbekommen, Windows Me, auch wenn mit etwas Verspätung, auf den Markt zu bringen. Und was ihr jetzt wahrscheinlich vermutet, dass der Launch gleich in die Hose ging. Aber nein, dem war nicht ganz so. Klar, die Meinungen, die waren gemischt. Denn viele sagten, dass die Neuerungen sehr hilfreich sind, aber andere wiederum, dass es den neuen Internet Explorer, Media Player und Movie Maker auch als Update für die Vorgänger gab. Und gerade den Media Player und Movie Maker ließen sich nicht so einfach von dem System deinstallieren. Dies wurde kritisiert, da zur selben Zeit Microsoft rechtliche Konsequenzen hatte, wegen ihrer Monopolstellung im Browserkrieg. Doch für Windows Me gab es anfangs nicht genügend Anreize, sich das neue System zu holen, da es halt alle Funktionen auch für die Vorgänger gab. Bald nach der Veröffentlichung kamen dann auch die ersten negativen Meinungen zu Windows Me. Eben halt dann das, wofür wir Windows Me ja kennen. Konstante. Huch. Das ist so viel, was Windows Me verkackt hat. Eben halt konstante Abstürze, Fehler im System, Instabilität, Fehler mit den Treibern und. Also, im Prinzip wie modernes Windows, ne? Windows 11 ist so eine Ich hasse es. Microsoft, wenn ihr das sehen solltet, statt irgendwas mit KI in eurem Windows 11 reinzubauen, würde ich euch eher mal empfehlen, die Fehler, die in Windows 11 existieren und alles, und was auch negativ kritisiert wird, das mal zu beheben. Ja, dankeschön.
aber bereits einen Tag nach der Veröffentlichung des Systems wurde eine Sicherheitslücke bekannt, wodurch Windows Me zum Absturz gebracht werden konnte. Oder auch einfache Sachen, wie der neu dazugekommene Systemwiederherstellung, die komischerweise nach dem 8. September 2001 den Dienst einfach so einstellte. Oh Mann, und eigentlich will ich euch die Neuerungen zeigen von Windows Me. Dabei gibt es noch eine Sache, wo sich viele aufgeregt hatten. Mich ebenfalls. Denn auch wenn Windows Me auf MS-DOS aufgebaut ist, gibt es keinen nativen DOS-Modus. Das heißt, dass manche DOS-Anwendungen, die eine echte DOS-Umgebung brauchen, nicht funktionieren. Beispiel hier ein Musikprogramm für MS-DOS, was unter Windows 98 mit dem nativen DOS-Modus geht, aber in Windows Me halt nicht geht. Tja, und da ist es halt auch kein Wunder, dass Windows Me auch gerne als Mistake Edition genannt wird. Heißt also Fehleredition auf gut Deutsch. Doch war es denn wirklich so? War der Hate wirklich gerechtfertigt? Nun, es sind aber auch einige Dinge, die im Windows Me dazu kamen, die sogar das heutige Windows immer noch prägen. Wir haben die Systemwiederherstellung, um halt eben den Computer auf einen vergangenen Zustand eben wiederherzustellen. Und nicht nur das war drin, sondern in Windows Me gab es auch Windows File Protection, was fehlende Systemdateien, wenn diese aus Versehen gelöscht wurden, wiederherstellen konnte. Es war einfacher, sein Heimatnetzwerk in Windows Me einzurichten. Und ein neuer Internet Explorer, Windows Media Player und erstmalig der Windows Movie Maker kam hinzu. Und dieser war neu in Windows Me und konnte noch nicht so viel. Zum Beispiel Texte oder so kamen dann erst mit dem Nachfolger unter Windows XP. Und ansonsten wurden auch viele Sachen aus dem Plus-Version von Windows 95 und 98 genommen. Wie das Windows Me nativ ZIP-Ordner unterstützt. Ja, vorher konnte dies nur WinRAR, was eine unendliche Testversion hatte. Und es gab von den eingebauten Spielen im Windows Me auch eine Internetversion, außer für Spider Solitaire, was auch von einer Plus-Version genommen wurde. Also ist Windows Me eigentlich gar nicht so schlecht, wie alle behauptet haben, oder? Nun ja, auf der einen Seite, mit den ganzen Neuerungen und so, ist es wirklich das ultimative MS-DOS Windows. Doch die Kritik halt, die war viel größer. Und halt eben, dass nicht so viele Anreize gemacht worden sind, sich Windows Me zu holen, war es auch eben nicht so erfolgreich. Viele haben auch einen PC, wo Windows Me vorinstalliert war, trotzdem Windows 98 installiert, da es einfach besser lief. Und das bisschen extra Performance unter Windows Me war jetzt nicht bahnbrechend. Denn wie vorher gesagt, es gibt keinen nativen DOS-Modus in Me, was halt auch den Startvorgang um ein paar Sekunden verkürzte. Aber es war halt eben nicht so bahnbrechend. Microsoft sah, dass es eben ein massiver Flop war, Windows Me. Und ein Jahr später kam dann der Nachfolger von sowohl Windows Me und 2000 auf den Markt. Windows XP, was ja wirklich einiges umgekrempelt hatte. Und dazu habe ich ja auch ein Video gemacht. Der Todesstoß für Me war dann, dass Microsoft am 31.12.2003 den Mainstream Support einstellte. Der Extended Support sollte das nächste Jahr abgestellt werden, wurde aber mit Windows 98 zum 30. Juni 2006 verlängert. Aber kann man Windows Me denn für einen Retro-Spiele-PC empfehlen? Nein. Da ist Windows 98 SE viel besser geeignet. Doch wenn ihr wollt, könnt ihr einen PC mit bestücken, um es halt selber für euch zu entdecken. Naja, dasselbe habe ich ja auch hier gemacht mit meinem alten Windows 98 PC hier, der ein Pentium 3 hat mit einer Voodoo 3000. Ja, und dank, dass der eine SD-Karte hat als Festplatte, da kann ich auch einfach mal hin und her switchen zwischen Windows 98 und Windows Me. Und was ihr auch wechseln könnt, ist der Abonnieren-Knopf zu abonniert, um hier halt auch nichts zu verpassen dann. Und für mich geht es mit den langen Videos und den Livestreams erstmal in eine Sommerpause. Aber ich sag mal so, bis dahin, man sieht sich.